Hi und wieder zurück. Herzlich willkommen bei Twave. Ich bin immer noch der Raphael, einer der Co-Founder und sportwissenschaftlicher Kopf hinter der ganzen Sache hier. Heute will ich mich mal einem etwas vielleicht komplexeren Thema widmen. Ist eigentlich so ein bisschen die Ecke, wo ich auch herkomme, aus der sportwissenschaftlichen Forschung. Wir werden so in das Thema Stoffwechselphysiologie reintauchen, also im Prinzip so ein bisschen euch versuchen zu erklären, was passiert eigentlich, wenn ich laufe und wie ist es eigentlich erklärbar, dass irgendwie der andere schneller laufen kann als ich und dass irgendwie Performance so unterschiedlich ausfällt. Das lässt sich alles nachher irgendwie so ein bisschen, wenn man in den Körper reinzoomt, recht gut verstehen und vermitteln. Vorneweg, ich werde sehr, sehr viele Dinge sehr vereinfachen und sehr schematisch erklären. Einfach aus dem, hat jetzt nicht den hochwissenschaftlichen Anspruch hier, es hat irgendwie seine Richtigkeit, aber ihr sollt es irgendwie begreifen können und so ein bisschen die Take-Home-Message vor allen Dingen ableiten können. Das ist erstmal so der Hauptansatz von heute. Wir werden nachher viele, viele Themen, warum gelingt es mir eigentlich nicht, irgendwie Fortschritte zu machen, warum bin ich auf der einen Distanz gut, aber nicht auf der anderen, wie kann ich eigentlich irgendwie Trainingsbelastung für mich so tweaken und so einstellen oder besser für mich gestalten, dass ich mehr Effekt rausbekomme, zum Beispiel irgendwie besser Fett verbrennen kann oder irgendwie meine Leistung steigern kann oder schneller laufen kann auf kurzen oder langen Distanzen. All diese Fragen beziehen sich eigentlich erstmal auf dieses Grundverständnis von, was ist da eigentlich bei uns innen drin los? Und wenn ihr das einmal verstanden habt, könnt ihr gerne immer wieder zu diesem Video zurückkehren und euch das nochmal ein bisschen vor Augen führen. Wenn ihr das aber einmal verstanden habt, dann sind sehr, sehr viele Dinge, die danach eigentlich in der praktischen Anwendung passieren, zum einen erklärbar und vor allen Dingen auch für euch direkt unmittelbar in der Selbstanwendung optimierbar. Ja? Und vieles von dem, was wir jetzt heute machen, ist auch ein bisschen so unser Grundgerüst im Backend von der Twave-App. Viele Berechnungen, die wir anstellen, basieren auf dem System, was ich euch heute jetzt vorstellen werde, oder auf den Annahmen bzw. auf den Erkenntnissen. Und deswegen, wenn ihr das einmal ganz gut verstanden habt, ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Ausgangspunkt, um euer Training generell besser zu gestalten. Okay, fangen wir mal ganz, ganz vorne an. Ne? Wenn wir über den Stoffwechsel sprechen, das ist für die meisten irgendwie so ein bisschen so Austausch oder Kohlenhydrate verbrennen oder Fett verbrennen, aber eigentlich hat das Ganze sehr viel mit Energiebereitstellung zu tun. Was ist Energiebereitstellung? Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr anfangt zu laufen, ja, ihr seid in Ruhe und wenn ihr anfangt zu laufen, hat euer Körper erstmal die Aufgabe, den ganzen Körper nach vorne zu bewegen, kostet Energie. Ja, ihr könnt euch das ähnlich vorstellen wie bei einem Auto oder einem Verbrennungsmotor. Um das Auto einmal nach vorne zu bewegen, müsst ihr in dem Moment Treibstoff verbrauchen. Ganz ähnlich ist es quasi im Körper auch. Die Frage bei uns ist jetzt so ein bisschen, ihr könnt euch das vorstellen wie so einen kleinen Hybridmotor in unserem Körper. Und die Frage ist eigentlich immer, wo kommt die Energie her? Wie viel ist der Gesamtbedarf an Energie, wenn wir laufen? Und welcher dieser beiden Motoren in unserem Hybrid-Motorsystem ist da gerade mehr oder weniger aktiv? Ja? Viele der Begriffe, die jetzt aufploppen werden, habt ihr bestimmt schon mal gehört oder irgendwie seid ihr mal drüber gestolpert, vielleicht aber noch nicht so wirklich im großen Ganzen verinnerlicht oder verstanden. Das werde ich jetzt mal versuchen. Ja? Also wie gesagt, wir starten damit, dass wir Energie brauchen, ne, um diesen einen Fuß vor den anderen zu setzen. Und je intensiver wir das machen, also sprich, je schneller wir den Fuß vor den anderen setzen, also je schneller wir laufen, je stärker oder fester diese Kontraktion, also die Muskelarbeit, die ihr verrichtet, desto mehr steigt die benötigte Energie. Ich werde nachher nochmal auf das Thema eingehen, dass es beim Laufen eigentlich um noch einen Fakt komplizierter wird, nämlich um die sogenannte Laufökonomie, sprich die Effizienz eures Laufens. Um das mal kurz anzureißen, wenn jetzt wir mal davon ausgehen, wir haben 3 Personen, die sind alle exakt gleich gut trainiert und alle exakt gleich schwer und gleich groß, haben die gleiche Beinlänge und so weiter und die würden jetzt nebeneinander her 10 km/h zum Beispiel laufen oder 6 Minuten pro Kilometer, heißt es in dem Fall trotzdem noch nicht, dass sie die gleiche Energie dafür benötigen, einfach weil die Effizienz der Bewegung sehr unterschiedlich ausfallen kann. Sprich, also ihr könnt euch das einfach doof vorstellen, wenn der eine sehr sagen wir mal doof erklärt, mit den Händen in den Taschen laufen würde, dann fällt diese ganze Oberkörperbewegung natürlich so ein bisschen raus und entsprechend müsste er dafür schon mal keine Energie aufwenden versus der andere, der vielleicht komplett hier mit den Armen aktiv ist und mitschwingt. Das muss natürlich auch energetisch erstmal befeuert und realisiert werden. Entsprechend wäre sein Energiebedarf höher. Ihr könnt euch das also so vorstellen, die Menge, die wir für kmh x brauchen, lässt sich nicht so leicht errechnen, weil da kommt beim Laufen tatsächlich diese Ökonomie ins Spiel. Das heißt, wie effizient ist die Energie, die ihr aufbringen müsst, auch wirklich für euren Vortrieb, wird die für euren Vortrieb verwendet. Man will natürlich nicht, dass man Energie verbraucht, die irgendwo in
ich sage mal in Anführungszeichen, unnötige Bewegung wie eine extreme Armbewegung oder ein Rotieren im Körper verpufft oder hat auch sehr viel damit zu tun, wie man Kraft abfängt und wieder in den Schritt zurückgibt. All das sind so Mechanismen, die werdet ihr in der Laufanalyse schon mal irgendwie mitbekommen haben. Und der Laufstil und die Lauftechnik ist für uns auch ein sehr, sehr, sehr großes und wichtiges Thema, weil sie eben diese Laufökonomie oder Effizienz beeinflusst und effektiv nachher dazu beiträgt, dass ihr quasi für die gleiche Schnelligkeit oder für die gleiche Intensität weniger Energie aufwenden müsst. Ne? Und dadurch wird das Ganze natürlich ein bisschen weniger anstrengend. Ja? Okay, starten wir mal ganz vorne. Wenn wir Energie aufbringen wollen, habe ich schon gesagt, diese zwei Systeme, ja, die werde ich euch gleich so ein bisschen erklären, aber wir starten erstmal ganz vorne, weil alles startet im Prinzip eigentlich immer mit einem Kohlenhydrat. Ja, das hat jeder von euch schon mal gehört. Ich zeichne euch das mal hier gerade einmal kurz auf, ne, und ich kürze das jetzt mal hier ab mit dem Begriff KH, das sind die Kohlenhydrate. Ja. Die Kohlenhydrate sitzen in einem Speicher, der Hauptspeicher ist eigentlich in der Muskulatur selbst, also in der Muskelzelle selbst. Es gibt ein bisschen was in der Leber noch und es gibt ein bisschen was quasi so im Umlauf ist, in der Peripherie, in der Blutbahn. Aber das, worüber wir hauptsächlich sprechen, was ihr nutzt, um erstmal quasi wie ein Treibstofftank, der sitzt eigentlich in Form von Kohlenhydraten direkt in der Muskulatur selbst. So, und die erste Art und Weise, die erste Form, wie wir Energie gewinnen können, um den Schritt nach vorne zu machen, ist, wir nehmen dieses Kohlenhydrat und ich vereinfache das jetzt mal an der Stelle, da sind ein paar Schritte zwischendrin, aber die kürze ich mal hier ab und setzen das um zu einem, das werdet ihr auch schon mal gehört haben, Laktatmolekül. Ja? Es denkt die ganze Welt eigentlich seit 20, 30 Jahren, das Laktat ist so der Bösewicht. Wir können es auch erstmal quasi ein bisschen stehen lassen. Eigentlich ist es das nicht. Ja? Es sind eigentlich H+-Ionen, also hat was mit pH-Konzentration zu tun. Dieses Übersäuern, was man denkt, ist eigentlich nicht per se an dem Laktat geschuldet. Ist mehr so eine Folge davon. Aber wir können das für heute auch erstmal so stehen lassen und sagen, wenn ich ein Kohlenhydrat spalte, also ein Laktat ist eigentlich nichts anderes als ein umgebautes, umgewandeltes Kohlenhydratmolekül. Ja. Es wird einmal in der Hälfte zerteilt im Prinzip, könnt ihr euch vorstellen, und dann wird dann so ein bisschen was dran gehangen und plötzlich nennt man das Laktat. Ja. Und in diesem Schritt, das ist eben so die erste Erkenntnis schon mal, wird Energie frei. Das heißt, wir können hier hingehen und sagen, erstmal wir kriegen, ich mache das mal in dem Fall hier einfach kurz rot, jedes Mal, wenn ich diesen Schritt durchlaufe, bekomme ich hier unten Energie und Energie ist das, was wir wollen und brauchen, um laufen zu können. Ja. Jetzt wird man eigentlich denken, okay, wenn das doch so simpel ist, ich nehme einfach Kohlenhydrate, zerhack das einmal, plötzlich ist das ein Laktatmolekül, aber ich kriege ja Energie raus. Warum so kompliziert? Wo ist der Haken sozusagen? Ja? Und im Prinzip könnt ihr euch vorstellen, dieses System oder dieser Mechanismus, wie wir hier Energie bekommen, hat zwei Haken. Haken Nummer 1 ist, die Größe des Speichers, also die Größe eures Tanks, wenn ihr so wollt. Weil wenn ich das jetzt hier die ganze Zeit mache und auf hohen Touren fahre, das heißt immer wieder Kohlenhydrate umwandelt zu Laktat, Kohlenhydrate umwandelt zu Laktat, dann bekomme ich zwar relativ viel Energie, das ist schon richtig, aber ich habe gar nicht so viel Speicher von diesen Kohlenhydraten. Ja? Ich habe da einen kleinen Artikel zugeschrieben, den werden wir euch vielleicht verlinken, wo ihr mal so ein bisschen einen Bezug dazu bekommt, wie viel Kohlenhydrate habe ich eigentlich. Ihr könnt so ganz grob schätzen, das ist abhängig von wie groß, wie schwer und wie trainiert bin ich. Also hat ein paar variable Abhängigkeiten, aber so ganz grob, Pi mal Daumen, könnte man so die Hausmarke sagen, irgendwas so zwischen 300 und 500 Gramm trifft für die meisten Menschen eigentlich erstmal ganz gut zu. Ja? Und wenn wir uns jetzt nachher irgendwie den Verbrauch hier angucken, wenn ich das auf vollen Touren hier anstoßen würde und immer mehr Kohlenhydrate verbrauche, dann komme ich schnell auf einen Verbrauch von Kohlenhydraten im Rahmen von 100, 150, vielleicht sogar 200 Gramm pro Stunde. Und das ist schon mal so der erste Wink mit dem Zaunpfahl, wenn ihr das Phänomen, was ihr bei einem Marathon erlebt, wenn ihr zum Beispiel diesen Mann mit dem Hammer, also plötzlich geht es irgendwie nicht mehr weiter, ich fühle mich so energielos und so ein bisschen dizzy und kann nicht mehr richtig weitermachen. Das ist eigentlich nichts anderes als eine völlige Entleerung oder eine zu starke Entleerung dieses Kohlenhydratspeichers oder Tanks. Ja? Also der Tank ist einfach leer. Ja? Deswegen ist es auch wichtig, schon während längerer Belastung irgendwie auch Energie wieder nachzuführen. Das werden wir auch nochmal thematisieren. Aber fürs Erste, wir speichern erstmal ab. Kohlenhydrate kann ich nutzen, um Energie zu gewinnen. Und der erste Haken ist aber, ich bin da nicht unlimitiert, weil mein Speicher an Kohlenhydraten eigentlich verhältnismäßig überschaubar groß nur ist. Ja. Der zweite Haken an dem System, das ist das, was ihr in Verbindung mit diesem Laktat schon kennt, nämlich diese klassische Übersäuerung. Ja. Um das einfach, wie gesagt, zu machen, lassen wir das erstmal so stehen, dass das quasi damit passiert. Ihr könnt euch vorstellen, wenn ich jetzt quasi jedes Mal diesen Schritt hier mache, dann bekomme ich hier oben mit diesem Laktat aber auch ein Problem, weil das beeinflusst mein
pH-Wert und lässt mich saurer werden. Ja? Und diesen Zustand kann ich auch wirklich gar nicht so gut und lange tolerieren. Es gibt ein paar Puffersysteme. Erst wird das quasi ein bisschen in den Organismus rausgeschwemmt und spätestens da merkt der Körper dann, oh, das passt mir hier gar nicht so richtig, was da unten in unserer Muskulatur abläuft, und versucht das tatsächlich auch ein bisschen kognitiv zu regeln. Das heißt, ihr kriegt eigentlich automatisch diesen Impuls von, nee, das kannst du, jetzt lass das mal bleiben, das hier tut uns nicht gut, drossel mal bitte die Intensität und lass das bleiben, da die ganze Zeit so Kohlenhydrate zu Laktat umzuwandeln, ja, weil das kostet uns ein anderes Problem. Ja. Das sind die zwei Haken und wir könnten das hier jetzt quasi, ich mache mal, umrande das hier mal, wir könnten das System jetzt hier quasi zusammenfassen als, ihr kennt das häufig als das sogenannte anaerobe System oder die anaerobe Energiebereitstellung. Anaerob steht für, kann man sich übersetzen mit nicht mit Sauerstoff oder ohne Sauerstoff, weil ihr seht ja, hier ist kein Sauerstoff beteiligt. Ne? Es ist wirklich so simpel, wie ich es hier aufgebildet habe. Ich wandle diese Kohlenhydrate um und bekomme Energie. Die Vorteile von dem System sind, dadurch, dass dieser Prozess so einfach und so schnell ablaufen kann, ist er wahnsinnig reaktiv und quasi so ein bisschen, ihr könnt euch das vorstellen, unser Turbo-Booster. Ja? Also immer wenn ihr schnelle Energie braucht, immer wenn ihr hochintensive Sachen macht, immer wenn ihr Antritte, Intervalle, irgendwas, was so ein bisschen in diese anstrengenden Zonen reingeht, aber auch jede Beschleunigung initiativ wird eigentlich erstmal über dieses System reguliert, weil es einfach im Prinzip mit Millisekunden aktiviert werden kann und euch Energie liefert. Es ist also einfach extrem schnell verfügbar. Haken haben wir angewendet. Wenn ich darauf abhängig laufe, dann werde ich irgendwann ein Problem mit dem Speicher und mit dieser pH-Regulation bekommen. Ja? Deshalb gibt es ein zweites System und ich zeichne das hier erstmal so ein bisschen nebendran hin. Und zwar könnt ihr euch vorstellen, das System startet im Prinzip, ich werde das gleich mit ein bisschen in einer Verbindung bringen, aber das System startet mit einem neuen Treibstoff und ihr könnt euch vorstellen, das sind eigentlich die Fette. Ja? Jetzt kommen wir zu diesem sogenannten Fettstoffwechsel und ich mache das jetzt erstmal so ein bisschen plakativ und fange beim Fett an, weil das halt einfach ein bisschen sich klarer voneinander abgrenzt und dann werden wir das miteinander in Verknüpfung bringen. Beim Fettstoffwechsel ist es so, diese Fette als neuer Treibstoff, da könnt ihr euch erstmal vorstellen, egal wie schlank wir sind, auch wenn wir nur noch 6, 7, 8% Körperfett haben, ihr könnt euch vorstellen, hier ist der Tank an Fetten eigentlich immer zu betrachten als unendlich. Ja? Also wir verbrauchen, wenn wir gute Fettburner sind, vielleicht irgendwie 30, 35, 40 Gramm, das wäre aber wirklich schon viel pro Stunde. Und ihr könnt euch aussehen, wenn ich jetzt quasi eine 70 Kilo Person bin und habe 10% Körperfett, was echt schon wenig wäre, habe ich immer noch 7000 Gramm davon. Also das könnte ich etliche Stunden, fast Tage, Wochen machen, bevor ich da irgendwie vom Speicher her ein Problem bekommen würde. Ja. Können wir also als einfach nicht limitierend ansehen. Diese Fette werden jetzt in einem zweiten System oder in einem anderen Prozess verarbeitet. Und der ist im Vergleich zu unserem anaeroben System, zu unserem kleinen Turbobooster, genau gegenteilig extrem kompliziert und sehr langwierig und involviert extrem viele Schritte. Ja? Der Einfachheit halber mache ich euch das mal so ein bisschen schematisch. Das läuft hier durch so einen Kreislauf, der schon so ein bisschen in sich kompliziert ist. Dann geht es hier weiter, läuft nochmal um 1000 Ecken, kommt hier hoch und runter und vor. Und am Ende des Tages, das ist das, wo es interessant wird, kommt hier Sauerstoff dazu. Ja? Der wird hier im Prinzip, könnt ihr euch vorstellen, importiert. Und dann macht es hier einmal Peng und gibt einen dicken Knall und dann kriegen wir wieder Energie raus. Ja, das ist jetzt diesmal, schreibt mal, so ein bisschen, könnt ihr euch vorstellen, die saubere Energie. Ja? Also während der anaerobe Motor da vorne uns so ein bisschen wie so schwarze Rauchwolken an Abgas produziert wird über dieses Laktat oder über diese pH-Wertgeschichte, ist das jetzt hier quasi ein bisschen so die saubere, cleane Energie, die wir haben wollen. Ja? Haken hier dran ist, also Benefit von dem System wäre, es ist komplett ökonomisch, ich kann das eigentlich ewig lang betreiben, ist total clean Energie, also das baut sich hinten komplett ab, ist eigentlich alles im Soll, alles im Gleichgewicht, alles in Happy. Haken an dem System ist, es ist sehr, sehr, sehr träge, dadurch, dass es so komplex und so langwierig ist und oft ist diese Sauerstoffzufuhr am Ende, wir sprechen ja auch von der Sauerstoffaufnahme oder oft von der maximalen Sauerstoffaufnahme, die V zur Max, das ist dieser Bottleneck, könnt ihr euch vorstellen, ja? Also diese Situation, wie so ein kleiner Import, der ist oft so ein bisschen das, was das Ganze
blockiert oder wo es nicht weiter vorangeht. Das ist nicht die Bereitstellung der Fette, das ist eigentlich selten das Problem, der limitierende Faktor, sondern oft, dass da sagt, hey, wir könnten noch ein bisschen mehr liefern, aber hinten dieser Sauerstoffimport schafft es nicht mehr umzusetzen und mehr bereitzustellen. Ja? Und deswegen ist dieses System sehr, sehr träge und im Prinzip einfach nicht in der Lage, sehr reaktiv und sehr schnell verfügbare Energie zu geben. Ja, es braucht immer so ein bisschen Zeit und muss so ein bisschen ins Rollen kommen, so könnt ihr euch das vorstellen. Und es ist wirklich sehr simultan zu diesem Hybridmotor im Auto, wer schon mal einen Hybridmotor gefahren ist. Ne? Ihr habt diesen eher spritzigen Benziner, der erstmal an der Ampel, wenn ihr losfahrt, das Auto in Gang setzt und dann kommt hinterher, fährt der sich langsam zurück und es kommt so ein bisschen dieser E-Motor hinten drauf, der dann so das Auto, wenn es einmal am Rollen ist, am Rollen hält. Ja? Und ähnlich ist es bei uns im Organismus auch. Und diese zwei Systeme interagieren die ganze Zeit miteinander. Jetzt mache ich mal hier einen Kreis drum und sage, das hier, diese zweite Schiene, und ich mache das hier so ein bisschen bewusst überlappend, das ist jetzt unser aerobes System. Aerob heißt jetzt, ihr ahnt es schon, mit Sauerstoff, anaerob ohne Sauerstoff, aerob mit Sauerstoff. Und ihr seht jetzt, wie die so ein bisschen simultan nebeneinander funktionieren. Und das Spannende ist, die bedingen sich gegenseitig. Also das, was das eine System kann oder nicht kann, beeinflusst, was das andere System kann oder nicht kann. Wenn das eine System sehr groß ist, heißt es automatisch, es übernimmt ein bisschen mehr die Kontrolle bei der Gesamtenergiebereitstellung und drosselt dadurch das andere. Wenn das andere sehr klein ist, bleibt nichts anderes übrig, als dass das andere System quasi mehr gefordert wird. Also die bedingen sich tatsächlich gegenseitig und der spannende Verknüpfung steckt tatsächlich in diesem Laktat, weil das Laktat, ich zeichne das mal hier ein, ist ein weiterer Brennstoff, also ein weiterer Treibstoff, der als Treibstoff in dieses zweite aerobe System mit einfließen kann. Das heißt, das, was das Anaerobe produziert, und dann stellt euch das jetzt ein bisschen vor, wie das Laktat ist so ein bisschen der Abfall, der da produziert wird. Ja, aber ist es eigentlich nicht, weil es ist im Prinzip, wird weiterverarbeitet in dem zweiten System. Dadurch werden die miteinander verknüpft. Ja? Und man kann sich das so vorstellen, je mehr ich hier vorne in diesem anaeroben System betreibe, also je mehr ich hier quasi Kohlenhydrate zu Laktat umwandle, dann gibt es hier wie so eine Art Laktatstau und das presst sich dann förmlich so ein bisschen in dieses zweite System hier rein und verdrängt dadurch auch den Fettstoffwechsel. Das heißt, werden wir nochmal tiefer drauf eingehen, aber es ist zum Beispiel der Grund, warum wenn ich zu intensiv laufe, dann stimuliere ich eher das System hier, weil ich brauche schnell verfügbare Energien, mache die ganze Zeit das hier, verbrauche eher Kohlenhydrate, baue immer mehr Laktat auf und dadurch benutze ich am Ende kaum noch Fettstoffwechsel, weil dieses Laktat quasi sich so ein bisschen in dieses zweite System hier reinpresst und dann hier weiterverarbeitet wird. Ich bin zwar immer noch voll im Soll, aber ich bin so leicht ein bisschen zu intensiv, als dass ich wirklich hier effektiv Fettstoffwechsel betreibe. Ja? Das sind also erstmal so die Abhängigkeiten dieser Systeme und ihr müsst euch jetzt im Prinzip vorstellen, anaerobes System, unser Turbobooster ist immer dann, wenn wir spritzig werden wollen, wenn wir beschleunigen wollen, schnelle, hohe Intensitäten realisieren wollen. Das aerobe System ist so ein bisschen der Dauerbrenner, der dann so ein bisschen hinten drauf agiert. Beide sind effektiv wichtig, aber beide sind voneinander abhängig. Ne? Wenn wir mehr Fettstoffwechsel betreiben wollen zum Beispiel, müssen wir eigentlich dafür sorgen, dass das System erstmal größer wird, ja, weil dann habe ich hier mehr Raum, mehr Kapazität und kann entsprechend mehr Fette hier durchschleusen und habe diese ganze Maschinerie ein bisschen aufgebaut. Ich kann aber auch dafür sorgen, dass ich einfach weniger das hier mache. Ne? Dann lasse ich im Prinzip, wenn ich das System hier ein bisschen verkleinere sozusagen, dann lasse ich dem anderen hier mehr Anteil an der Gesamtenergiebereitstellung und kann deswegen auch ein bisschen mehr über die Fette kommen. Also es ist immer so ein bisschen die Dynamik von wie groß und wie effektiv ist mein anaerobes System und wie groß und wie effektiv ist mein aerobes System. Das aerobe System wird häufig über die sogenannte VO2 Max quantifiziert. Das heißt, man kann sich vorstellen, je mehr im Sauerstoff ich hier hinten importieren und umsetzen kann zur Energie, desto mehr, würde man quasi sagen, desto größer ist dieses System und desto mehr Raum ist in dieser Maschine. Das vordere System bilden wir über die sogenannte maximale Laktatbildungsrate, häufig auch abgekürzt mit der VLA-Max ab. Das werden vielleicht viele von euch nicht so kennen, aber da gibt es auch ein paar spannende Videos, die ihr euch mal angucken könnt. Ist ein bisschen neueres, moderneres Konzept. Aber ihr seht ja, wie das eigentlich irgendwie logisch zusammenpasst, dass wir halt ein bisschen schnell verfügbares und ein etwas trägeres, langsames System haben. Das soll es jetzt erstmal für heute gewesen sein. Wir werden jetzt in den folgenden Videos immer wieder darauf eingehen, was kann ich jetzt praktisch davon ableiten oder was muss ich praktisch für mich tun in meinem Training, in einer tagtäglichen Entscheidungsebene, um diese Systeme für mich quasi zu verstehen und zu nutzen, sodass ich halt quasi die Benefits rausbekomme, die ich halt auch wirklich haben möchte. Wenn ihr das aber erstmal so als Grundverständnis mitnimmt, ist das schon mal sehr, sehr gut.
Und wir sehen uns bei den nächsten Videos. Ich werde euch da ein bisschen darauf aufbauend erklären, was ihr konkret im Training beachten müsst oder tun könnt. Viel Spaß erstmal dabei. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die gerne unten in die Kommentare und wir hoffen, dass ihr damit erstmal was mitgenommen habt. Wir sehen uns beim nächsten Topic. Bis dann.